Hi Leute und welcome back. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Offenbar möchte die ersten beiden Parts genauso wie mir daugt, sonst wird sie nicht wieder da. Wir haben noch immer der Blutspur zu folgen. Und ich denke, das werden wir jetzt tun. Ich hoffe, ich habe inzwischen nichts von der Steuerung irgendwie verlernt. Ah, übrigens, ich bin inzwischen draufgekommen, wie man die Waffen wechselt. Das T und G da nämlich steht nicht zum Waffenwechseln, sondern das ist dann für Serum, was wir freischalten. Wir brauchen die Taste C, was nie irgendwo erklärt wird. Und was ich mitgekriegt habe, ist, wenn wir das mit jemandem machen, dass wir dann leichter beißen können. Im Übrigen bin ich mir nicht mehr sicher, ob Schleichen geht. Und es schaut nicht so aus. Wenn man da so durchschaut, ausweichen, links bewegen, bla bla bla, das ist eh klar. Rennen ist auch klar. Ausweichen, Leertaste, gehen, gedrückt halten und gehen B. Das ist... Ja. Schade, ich hätte gern Schleichen erkennen. Und mit V sehe ich mein Vampir sind. Und es schaut fast so aus, als ob die Spur... Ich glaube fast, was da umgeht. Es wirkt so, als ob das die Spur ist. North-Docks. Folge der Blutspur. Ja, wir sind noch richtig. Und da kommen wir sicher nicht durch. Ah, von dieser Seite. Okay, also wir kriegen einen Shortcut zurück. Das ist gut. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Ich hoffe mal auf eine gute Art und Weise, Dizzy, du bist ja ein Vampir. Bleistange, toll. Schau, schau. Sieht man da wen? Wer spricht da? Ja, William. Sollten wir es ausrennen lassen? Ich glaube, das sind fast fertig getrennt. Stelle wurde. Oh je. Ja, William, let go of him. Wo müssen wir hin? Ja, da oben. Oh, da ist jemand. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Oh, ja, natürlich. Machen wir gleich direkt einen Bossfight, ha? Ja, beißen. Oh, das ist gut gegangen. Wow, wow, wow. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, was ich gescheit drucken soll. Da, frisst es. Ah. Kann ich den nicht irgendwie so anhauen? Komm, komm. Ja, lass die beißen. Perfekt. Die kann man nämlich mit Autophagie heilen. Das hilft mir. So, dann aussteigern. Und los, 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 los. Jawohl! Hey, das war jetzt gar nicht mal so uncool. Das Kampfsystem ist ganz nett. Ich frage mich allerdings gerade, warum ich gerade nur gehen kann und nicht... Okay. Ich habe aus Versehen die B-Taste gedrückt, aber okay. Ey, da gibt's keinen Grund mehr. Der William ist schon weg. Ich habe mich schon drum gekümmert, Bro. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Okay. Wer bist du? Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Ah, doch. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have.
Okay. Das wäre auch freundlicher gegangen. Immer der Geheimniskrämerei da. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Oh, Flanders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Das ist gut, wenn wir es nämlich nur looten. Du bleibst dabei, du, gell? Sei so gut da, gell? Dass wir dabei durchschauen. Zuerst schauen wir uns die Sachen an, die da so herumliegen. Da vorher haben wir ein paar Sachen gleich. Gibt es da keinen Loot? Ist da nix? Das da draußen kann ich aber nehmen. Da kommen wir jetzt nicht mehr durch. It's locked. Ach, wirklich? Und da? It's locked. Ist da irgendwas nicht locked, Bro? Unglaublich. Wie schauen wir da? Komme ich da auf? Nein, okay, ich glaube wirklich nur zu dem daher. Kann ich irgendwas in Kisten? Ausgeflogen ist bis jetzt noch nichts. Nein, okay. Oh, jetzt sehe ich es erst. Das ist eigentlich eine voll uncoole Gegend. Na bitte, wenigstens irgendwas hat sie es gebracht. Okay, dann schauen wir uns mal Erm da This an. poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Ja, die Lady hat ja gesagt, dass es Skal hast, oder? Und ich nehme mal an, es ist nicht der Ort von Skal, der in Sümpfen lebt. Ist das Kohle? Ja, yeah. Oh, 5 Schilling, so viel. Bist du narrisch. Ja gut, Doc. Ich glaube, wir sind da fertig. Gut, dass uns der Flanders abholt. Na, dann lassen wir hören. Du redest doch jetzt sicher was mit mir, oder? Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that Skal. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? Ich hab mir gewusst, wer wir sind. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate.
England's most esteemed blood specialist, returns to London a vampire. Ah, ja. Cool, oder? Again, from a so-called man of science. I understand traditionally the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. Ja, dann darf er aber nur die Nachtschicht nehmen. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Ich finde, das klingt ganz gut. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Wenigstens kriege ich mal ein sauberes Gewand. Oh, das wirkt schon so wie so ein Schlachthaus. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Dorothy. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Irgendwie freut ich mich nicht, wenn ich als Patient empfangen wird von einer Krankenschwester, die Blut verschmiert ist. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Gut. Okay, ich mische mir da jetzt einfach einmal nicht ein. Auf zum Krankenhaus. Das heißt, wir analysieren jetzt sein Blut im Krankenhaus. Und ich glaube, wir haben deswegen Kapitel Nummer 2 und das ist das Krankenhaus. Nee, komm, nee. Weg damit. Ich brauche keine 17 Markierungen. Ich würde eigentlich nur die Karten verschieben. Und gehen wir doch mal in den Walk-Mode, damit wir nicht zu viel versammeln. Da werden wir, glaube ich, nicht weiterkommen, oder? It's locked, all right. Was ist in London nicht verschlossen? Ernsthaft. Es ist alles verschlossen in London. Oh Gott, was haben wir da schon wieder? Kneipenschlägerei. Wow, okay, ich kann gerade nicht schneller. Wow. Das möchte ich irgendwie gar nicht. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry.
I'm in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Die Blutqualität deutet an, wie viel EP du von einem bestimmten Bürger erhältst. Je höher die Blutqualität ist, desto mehr EP erhältst du. 500 ist nicht viel und ich habe nicht vor, überhaupt den Bürger auszusaugen, nachdem wir ja im Menü am Anfang, wenn wir die Schwierigkeit auswählen, gelesen haben. In diesem Modus für Story-Ding erhält man keinen Bonus, wenn man keinen Bürger tötet, was uns schon mal gespoilert hat, dass man dann einen Bonus kriegt, also probieren wir es ohne Bürger zu töten. Die Bandstufe, okay. Okay, cool, um Klein den Band zu ziehen. Okay. Das hat gereicht. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Ja, ihr werdet jetzt einfach Folge der roten Spur. Ja, das möchte irgendwie nicht. Die möchten wir anders hinbringen. Wir sollten zum Krankenhaus bringen. Weil ich muss ihn da reinbringen. Ich kann gar nicht weiter. Okay. Ich bringe die jetzt einfach einmal daher. Aussaugen oder loslassen? Okay. Ihr könnt ihn aussagen oder loslassen. In dem Fall lassen ihn los. Ihr braucht ihn nicht. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Und jetzt muss ich den näher zum Krankenhaus bringen, oder was? Dude, du solltest mit mir mitkommen. Ich würde dich doch ins Krankenhaus bringen. Whoa, I feel giddy. What happened? Did I black out? Whoa. Okay, weil mit dir kann ich nicht mehr wirklich viel mehr machen. Ich hätte die eigentlich sogar ins Krankenhaus gebracht. Ah, oh, It is nochmal. wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Ah, ich kann das schon. Ich habe so manche Sachen auf Extra Hard Mode gespielt. Mal schauen. Gibt es irgendwas Spezielles zu sehen? Die Dorothy! Bist du das, Dory? Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Danke, das ist lieb von dir. Aber vielleicht fallen wir das nächste Mal nicht so I an, would like bevor to du ask a geredet few hast mit mir. questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. So, jetzt zahlt es aus, nachdem wir Arzt sind, dass wir alle miteinander zu bestaffeln Grey's Anatomy und Dr. House geschaut What haben. kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Gut, dann glaube ich dir das einfach einmal. Thank you, Nurse Crane. Ich glaube, das reicht soweit einmal.
Machen wir uns auf den Weg. Finde ein Büro im ersten Stock. Oh, da hinten hat doch was geglitzert. Da kommt der Kleptomane in mir durch. Oh, habe ich gerade jemanden seine Medizin gefladert? I don't care, ich bin da jetzt angestellt und dadurch bin ich zuständig für Medikamentenmissbrauch und wer welche Medikamente kriegt. Ich glaube nicht, dass es in dem Spiel übermäßig viel Collectibles oder irgendwas gibt. Unterkommen wird man sogar noch gar keins. Oder bis jetzt alle versammelt. Wer weiß das schon. Ich schaue einfach so noch so leichtende Sachen so wie da, wo ich dann weiß, dass ich was davon kriege. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Absolut. Dann schauen wir uns um. Ich möchte einmal kurz durchschauen und dann gemeint den ersten Stock. Kann mit jedem rein? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Garantiert sogar. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. Wir sind Fan. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar. Erzähl mir doch für die I Experimente. based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Garantiert sogar. Da fragen wir noch etwas über das Pembroke. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Wirkt wirklich optimistisch, ja? You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. You're not smiling now. Das passt irgendwie so auf die aktuelle Situation bei uns. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Cool. Danke schon einmal. Persönliche Fragen? Das was ich fragen einfach. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Oh, das war beim Papa. Is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father.
ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Okay, das ist cool. So kriegen wir alles weitere Hinweise. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Okay, sehr cool. Danke dir auf jeden Fall einmal. Ist da irgendwas noch Interessantes? Nö, wir sind da waren wir fertig. Danke dir. Goodbye, Dr. Strickland. Den habe ich gerade ganz schön gevampired. Und ich sehe gerade, das hat mir auch Erfahrungspunkte gebracht. Aber nicht sehr viel. Und wenn ich jetzt wirklich mit einem jeden reden kann, dann wären wir da ja niemals fertig. Ich kann wirklich mit einem jeden reden. Ich sollte jetzt zuerst einmal, glaube ich, aufgehen in mein Büro und dann schauen wir uns weiter um. Und ich habe mich verlaufen. Ja. Ah, okay, ich bin beim Nebeneingang aussehen. Da gleich wieder zurück. Gib mir nicht die Blöße nochmal davon auszukommen. Wo muss ich hin? Hallo, ich habe mich definitiv nicht verlaufen. Ach Gott, ich habe mich wirklich nicht verlaufen. Wir sind nicht da. Da kann ich hin. Finde dein Büro zum ersten Stock. Das machen wir. Das ist der erste Stock. Was ist das denn mit 200 Meter auf der Karte markiert? Ah, begib dich zur Apotheke. Das ist ja gar nicht weit weg. Aber das mache ich nicht jetzt. Jetzt finde ich mal zuerst mein Büro. Ich bin ein Büromensch, das ist wichtig. So viele Seelen. Ja, das wäre mein Büro. Dr. Reed. Das sind wir. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Obwohl ich gehört habe, dass das gut ist, wenn man das macht. Als Vampir. Das füllt dir die Kräfte wieder auf. Warum kann ich da eigentlich nichts auffüllen? Was bringt mir das? Ich habe Schusswaffen und keine Munition. Vielleicht brauche ich einen Munitionsbehälter oder irgendwas. So, okay. Schauen wir mal. Defensiv. Was haben wir denn? Kosten keine. Du erzeugst eine unsichtbare Barriere, die direkten Schaden absorbiert, bis sie verschwindet oder zerstört wird. Du unterbrichst die Blutzirkulation in Venen des Ziels und machst es wehrlos. Das klingt arg. Abklingzeit keine. Was kann denn das mehr? 3 Sekunden, 2 Sekunden. Und dann kann ich mir da aufsplitten, einer Stufe 12 benötigt. Boah, los. Was kann der dann machen? Jetzt länger kontrollieren. 8 Sekunden Kontrolle, wow. Und da? Oh, okay, das ist natürlich auch cool. Ich glaube, ich nehme mal das, weil das schaut nicht. Ich merke es mir mal vor. Schauen wir mal, was wir da haben. Ultimativ geht erst mit Stufe 10, das lese ich mir dabei noch gar nicht durch. Was haben wir da mit Blut? 20% mehr Blutaufnahme, Blutkapazität erhöht, Ausdauer erhöht, Gesundheit erhöht. Das war wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Aber ich hätte gern zuerst einmal was Defensives. Ich würde gern ein Ziel stunnen können. Also nehme ich das. Die 600 DP habe ich. Jetzt ist nur die Frage, wie ich das dann verwenden kann. Wahrscheinlich ist das eine von den Fähigkeiten, die man ausrüsten kann, gell? Status des Bezirks gesund. Ich weiß nicht mehr, was das genau heißen soll. So, lassen wir jetzt einmal schauen bei meinem Charakter. Da kann ich ja... Aha! Okay, also ich kann 4 Fähigkeiten insgesamt haben. Ja. Okay. Das kostet an nichts, wie es ausschaut. Oder kostet das was? Ich habe gerade gar nicht geschaut.
Kosten keine. Das heißt, ich kann das eigentlich immer mal wieder machen. Das ist lässig. Vielleicht sollte man das auf eine von meinen Maustrigger-Tasten legen. Ja? Dann lass mich dann mal noch umschauen, bevor wir weiter die Story triggern. So viel Medical Equipment. Ah, okay. Ja, das ist viel Info. Danke für viel Info. Na gut, okay. Was haben wir da noch drinnen? Ist da noch irgendwas Interessantes?